Hallo zusammen, das hier ist ein Re-Upload von diesem Video, denn bei der ersten Version des Videos, die wir heute Morgen hochgeladen haben, gab es leider ein ganz großes Missverständnis, müssen wir sagen. Das Video kam ganz falsch rüber. Es war überhaupt gar nicht unsere Intention, das Video so zu machen, wie es bei vielen Zuschauern leider ankam. Also ein riesengroßes Missverständnis. Dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, das Video nochmal neu zu editieren, die entsprechenden Szenen rauszunehmen und euch einfach so auf einen Tag auf unserer Reise in Valladolid mitzunehmen. Alle, die sich dadurch angegriffen gefühlt haben, bei denen wollen wir uns ganz doll entschuldigen und wir versprechen, dass sowas hoffentlich nicht wieder vorkommt. Danke für euer Verständnis und viel Spaß mit diesem Video. Das hier ist Valladolid in Yucatan, Mexiko. Wir sind jetzt seit 4-5 Tagen schon hier und heute wollen wir euch mal einen Tag mitnehmen. Kleine Sightseeing-Tour, so ein bisschen unseren Alltag hier, wie wir hier so unterwegs sind. Achso, warte mal. Jetzt haben wir uns hier direkt verfahren. Eine kleine Sightseeing-Tour machen, euch ein bisschen die Architektur, die Häuser, die Leute, das Essen und so weiter zeigen. Und erste Station für heute ist aber außerhalb der Stadt. Und zwar werden wir 2 Zenoten besuchen. Da sind wir jetzt gerade unterwegs mit unseren Fahrrädern, ungefähr 8 Kilometer außerhalb der Stadt. Auch dafür ist Valladolid bzw. Yucatan sehr bekannt für die Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von unterschiedlichen Zenoten, und wir freuen uns auf eine kleine Abkühlung und später schlendern wir dann gemeinsam mit euch nochmal durch die Stadt. Ab geht's! Oh wow, Michael hat auf der Karte heute früh einen Fahrradweg markiert gefunden, aber wir haben niemals geglaubt, dass es tatsächlich einen Fahrradweg gibt. Und ja, bingo! Wir sind angekommen, Cenote Xquequén und Zamola, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das sind teilweise immer so schwierige Namen, weil das alles in der Maya-Sprache ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ist auch egal. Um 9 Uhr machen die auf, es ist jetzt ungefähr 10 vor 9. So wie es aussieht, sind wir die Ersten. Jetzt müssen wir schnell die Sachen zusammenpacken und gucken, dass wir uns umgezogen bekommen und an die Zenoten kommen, weil als Erster bei den Zenoten zu sein morgens ist immer am geilsten. Let's see. Okay, super, das ist ja ganz okay eigentlich der Preis. 250 für uns beide, für 2 Zenoten ist eigentlich sehr okay. Aber man muss sich zusätzlich halt noch Schwimmwesten ausleihen. Es ist wirklich Pflicht, hier mit Schwimmwesten zu schwimmen. Problem ist halt, dass irgendwie die ganzen Mexikaner alle nicht schwimmen können. Das ist hier so gar nicht in der Kultur verankert, irgendwie Schwimmkurse oder allgemein irgendwie schwimmen gehen oder so. Das gibt es hier irgendwie anscheinend nicht so richtig und niemand kann schwimmen, und deswegen sind vielen Zenoten, also insbesondere halt in den touristischeren, wirklich Pflicht, eine Schwimmweste zu tragen. Ja, was für uns halt ein bisschen lächerlich irgendwie ist, aber gut, müssen wir. Hola! Jetzt ist hier niemand beim Schwimmwestenverleih. Passt auf, okay? Die 8. Vorsichtig hier mit dem Kopf.
Sehr, sehr nice, sehr, sehr geil. Nicht so tief, bin da hinten ein bisschen runtergetaucht, muss ich sagen, ja, vielleicht 10 Meter Maximum. Richtig schön, richtig cool hier als Erster zu sein. Mega cool, im Hintergrund hört man ein bisschen die Fledermäuse. Sehr, sehr magische Atmosphäre. Schlussendlich müssen wir sogar noch nicht mal die Schwimmwesten tragen. Zumindest ist hier niemand, der uns sagt, wir müssen sie tragen. Von daher ziehe ich sie nicht an. Da kann man ja gar nicht tauchen sonst. Mega cool. Das Wasser sieht so abgefahren aus. Das ist so klar, man sieht die Fische, als ob die wirklich nicht im Wasser, sondern auf der Oberfläche sind. Okay, jetzt kam gerade doch noch ein Typ runter, der meinte, dass wir die Schwimmwesten tragen müssen. Tja, Olga muss jetzt mit Schwimmweste. Ich konnte doch ein bisschen ohne. Mega schön, oder? Cenote Nummer 2, Skeken. Wow, und auch das enttäuscht nicht. Und auch hier sind wir tatsächlich die Ersten. Boah, das ist alles so touristisch ausgebaut hier. Ich glaube, tagsüber sind hier so viele Touristen. Aber morgens ist noch niemand da. Wir sind die Ersten an diesem magischen Ort für uns alleine. Boah, voll cool. Mega. Ich sehe gerade, ist wahrscheinlich nicht die beste Bildqualität hier, weil es hier doch ein bisschen dunkel ist. In echt sieht es natürlich noch viel, viel, viel geiler aus. Und wer es wirklich sehen will, muss halt selber herkommen. Boah, das ist ein riesengroßer Stalaktit im Endeffekt. Sieht mega krass aus. Hallo. Richtig cool gewesen, beide Zenoten. Wir waren bei beiden Zenoten echt die Ersten. Richtig gut, wie wir das getimt haben. Wirklich superst. Und jetzt sind wir zurück bei den Fahrrädern. Alles Paletti. 8 Kilometer zurück nach Valladolid und erstmal geht's jetzt ins Hostel. Okay. Wir sind zurück im Hostel. Kira hält gerade Mittagsstunde und wir wollen ein bisschen was zu Mittag essen. Olga ist gerade dabei, Pfannkuchen zu machen. Es gibt Pfannkuchen, süß und deftig. Aber die Herdplatte hier ist super langsam, deswegen dauert es ein bisschen. Teller mit den ersten fertigen. Oh, sind schon ein paar. Ne, gibt's noch ein bisschen Teig. Und hier haben wir unser Überwachungssystem installiert. Wir haben uns so eine Babyphone-App runtergeladen. Quasi Olgas Telefon ist jetzt im Zimmer und filmt Kira. Und wir sind hier auf dieser Seite. Und mit meinem Telefon können sie beobachten und man kann da irgendwie auch drüber reden und man kann sogar irgendwie auch Schlaflieder noch irgendwie einschalten und so weiter. Das haben wir alles jetzt noch nicht ausprobiert. Pfannkuchen sind fertig. Jetzt vielleicht nicht so das typisch mexikanische Essen heute, aber sei es drum. Wir hatten Lust auf Pfannkuchen und die Pfannkuchen von Olga sind auch einfach die besten der Welt. Das muss man ganz klar sagen. Und heute gibt es das Ganze mit so Bohnenmus und grüner Salsa, quasi deftig. Und Avocado. Und Avocado, richtig. Und wenn man es süß haben möchte, was ich auf jeden Fall bevorzuge, Kokosnuss, wie heißt denn das? Erdnussmus. Erdnussmus mit Bananen und Marmelade haben wir eigentlich auch noch, ne?
Ach, das ist Erdbeermarmelade, die hole ich gleich noch. Ist heute jetzt doch ein bisschen später geworden, weil noch ein bisschen was dazwischen gekommen ist und dementsprechend war es schon ziemlich dunkel, als wir losgegangen sind und wir haben gesagt, wir gehen jetzt einfach kurz essen und verschieben quasi den zweiten Teil des Videos hier. Einen schönen kleinen Spaziergang genau durch die Stadt, also den Nachmittag. Den verschieben wir auf morgen. Morgen Nachmittag machen wir nochmal eine kleine Runde hier durch die Stadt. Also bis morgen. Ciao. Valladolid ist eine alte Kolonialstadt aus den Zeiten der spanischen Besetzung. Ist dementsprechend auch schon ziemlich alt. So, ja, wann waren die Spanier alt hier? Vor gut 500 Jahren. Ups, Pfütze. Und auch der Name Valladolid kommt aus Spanien. In Spanien gibt es auch eine Stadt, die Valladolid heißt. Und soweit ich weiß, heißt die Stadt hier genauso, weil die Architektur hier halt genauso sein soll. Was jetzt irgendwie zuerst da war, irgendwie, der Name oder die Architektur, ist natürlich eine andere Frage. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier viele alte Gebäude aus Kolonialzeiten noch, ziemlich schön. Das erkunden wir jetzt ein bisschen. Mal sehen, was es hier so zu entdecken gibt. Hier sieht man halt auch so ein bisschen den architektonischen Ursprung, und zwar halt erstmal den spanischen Ursprung, den spanischen Einfluss, aber als die Spanier hierher gekommen sind, war in Spanien selber halt schon großer Einfluss aus den arabischen Ländern, aus dem Süden. Und ich finde hier so ein bisschen in den Formen, in diesem Weißen, diese Verzierung, finde ich, sieht man so ein bisschen auch die Farbe an sich, schon so ein bisschen so einen arabischen Einfluss, oder? Ja, diese Terrakotta-Farbe. Ja. Mit Weiß und Mustern, ja schon. Ziemlich cool. Eine der Hauptsehenswürdigkeiten hier ist die Kirche von San Servaccio. Hier hinter mir. Ja, wie die gesamte Stadt eigentlich oder eigentlich als die Spanier hier kamen, das erste, was die eigentlich gemacht haben, vor gut 500 Jahren, diese Kirche halt zu bauen. Und interessant daran ist eigentlich, dass hier hinter mir, das ist der Hauptplatz der Stadt, der Zócalo, da war halt vor 500 Jahren gerade das Fundament gelegt worden, um eine große Pyramide zu bauen. Also die Maya haben hier halt angefangen, eine große Pyramide zu bauen, und dann sind die Spanier aber gekommen, bevor das fertiggestellt war, und die haben dann die Steine davon genommen, von dieser Pyramide, und haben halt diese Kirche gebaut, beziehungsweise natürlich haben die Leute versklavt und haben diese Kirche bauen lassen. Es waren halt alles Maya, und die haben, um ihren Göttern halt auch noch, um ihre Götter zu würdigen, um ihre Götter zu ehren, haben sie erstmal irgendwie im Fundament unter der Kirche irgendwie so ein paar Platten mit so den Namen und mit den Zeichen und so weiter von den Göttern irgendwie verlegt. Irgendwie haben die das im Fundament da irgendwo gefunden jetzt. Und direkt hier über dem Eingangstor ist auch noch so ein Symbol von einer Schlange. Das repräsentiert halt auch einen der Götter der Maya. Schon ziemlich spannend, wie die das so dann ihren Glauben quasi behalten haben und das Ganze da so ein bisschen mit einfließen haben lassen. Und das Ganze wissen wir, weil wir hier vor ein paar Tagen eine Walking Tour gemacht haben, und das ist ganz nett, um die Stadt kennenzulernen. Gibt es fast in jeder Stadt die sogenannte Free Walking Tour, die sind so auf Spendenbasis und die dauern 1,5 Stunden. Man trifft sich auf einem gewissen Platz und so lernt man echt ganz nett die Stadt quasi kennen, ganz am Anfang, um so ein bisschen Übersicht davon zu haben. Ich wollte dir da ein bisschen klugscheißen, du verrätst jetzt mein Geheimnis. Hier sind jetzt die ganzen Souvenirshops. Ich weiß gar nicht, was es da alles zu kaufen gibt. Welche Sombreros, irgendwelche Traumfänger. Hier mal das Teil aufsetzen. Kann man hier mal ein bisschen reingucken. Ja, gibt es halt alles Mögliche hier zu kaufen.
Jo, schon eine ziemlich schöne Stadt, muss ich sagen. Gefällt mir schon wirklich sehr, sehr gut. Dieser alte Kolonialstil, die ganzen bunten Häuser. Stimmt, auch das haben wir in der Free Walking Tour gelernt. Wer so ein altes Haus aus Kolonialzeiten besitzt, der darf halt außen quasi an der Fassade nicht wirklich groß was verändern. Und er bekommt von der Regierung eine kleine Auswahl an Farben gestellt, quasi mit denen er dann seine Fassade entsprechend anmalen kann. Deswegen sind die Häuser hier alle so schön bunt in unterschiedlichen Farben. Richtig cool. Ja, jetzt sind wir wieder beim Zocalo gelandet. Da hinten sind noch irgendwelche Jungs am Rumtrommeln. Wir machen uns auf jeden Fall auf die Suche nach was zu essen. Nach dem guten Erfrischungsgetränk haben wir Hunger. Hier gibt es Maiskolben. Hola, buenas tardes. Un elote, por favor. Solo con limón y con sal y con chili. ¿Puedo tomar un video? Okay. Gracias. Sal, limón y chile, ¿ok? Hey. Super, muchas gracias. Super, erster Gang, ein Maiskolben und eine Portion Pommes. Und wir sitzen hier in diesen coolen Liebespaarstühlen. Man kann Die sich sind hier- gleichzeitig küssen. wenn Genau. man sitzt. Die sind hier irgendwie ganz typisch für die Region. Man kann gemütlich sitzen und genau. Sich unterhalten und sich sehen und küssen zwischendurch. Guten Appetit. Zweiter Gang. Wir haben ein Tomales. Tomales ist so ein traditionelles Gericht aus Maismehl, was in so ein Maisblatt eingewickelt wird. Oft mit Fleisch oder süß. Genau, süß haben wir das jetzt gekauft. Das ist einfach mit Zucker noch und so ganzen Maiskernen quasi. Packen wir das aus. Ja. Ist noch warm, so gedämpft. Ist das? So kann man abbeißen. Guten Appetit. Das ist jetzt der Stand mit der längsten Schlange. Da vorne gibt es Churros. Das ist eine ganz traditionelle Süßspeise aus Maismehl, eigentlich im Endeffekt, was frittiert wird. Und dann gibt es da unterschiedliche Soßen und Zucker und so weiter zu. Zeige ich gleich. Richtig lecker. ¿Puedo tomar un video? Gracias, hasta luego. So sehen die Teile aus. Schön frittiert, schön mit Zucker. Nicht, dass wir das Ganze jetzt irgendwie als Vorwand nehmen würden oder so, um euch hier möglichst viel zu zeigen. Nein, so essen wir selbstverständlich ausschließlich jeden Tag. Und nachdem wir jetzt hier die gesündesten Leckereien Mexikos vorgestellt haben, gibt es jetzt nochmal einen schönen Nachtisch. Unser guter, lieber Lieblingseismann ist leider schon nicht mehr da. Als wir hier angekommen sind, war er noch da, aber wir mussten ja leider erstmal Hauptgerichte essen, bevor wir mit dem Nachtisch anfangen konnten. Leider nicht, gibt es heute dann keinen Nachtisch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche auf dem Fahrrad wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentare schreiben. Absolut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.